Klavierspielen mit Piano-Apps. Ein sehr interessantes Beispiel dafür ist die gerade erschienene App Pure Piano von eInstruments. Ob man damit Klavier spielen kann und in welchem Umfang diese App was taugt, das erzählt mir jetzt Yassin Korchi, mein geschätzter Videotestkollege, Jazzpianist und Leiter der Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg, schön dich zu sehen. Ja, Klavier-Apps in iPad und iPhone. Vor wenigen Jahren war das noch irgendwie Science Fiction. Ist noch gar nicht so lange her. Aber da geht heute schon doch einiges. Und mich würde erstmal interessieren, hast du damit schon Erfahrung gemacht? Und wenn ja, welche? Ja, also wie du sagst, vor ein paar Jahren war das für viele, gerade Live-Musiker, noch ein heißes Eisen, die sich da nicht wirklich dran getraut haben, das live zu benutzen, quasi Apps auf dem iPad oder auf einem anderen Tablet. Jetzt mittlerweile ist es live-fähig, die Apps sind sicher, die laufen gut, die Geräte laufen auch gut, die iPads und die Tablets. Und ich nutze das auch mittlerweile auch live, weil einfach ich die Flexibilität von der Bedienung auf dem Tablet zu schätzen weiß. Ja, wir haben die Apps auch schon mal teilweise auch in unseren Tests immer mal schon wieder gezeigt. Ja. Zum Beispiel gibt es das Ravenscraft Piano oder Korg Module. Das sind ja schon wirklich, wirklich schöne Apps, aber die Frage ist natürlich auch die Stabilität. Ja. Laufen die wirklich so sicher? Hast du eine Erfahrung? Also ich selbst habe zum Beispiel die Korg Module Pro App auch schon live eingesetzt, auch bei größeren Auftritten auf größeren Bühnen und muss sagen, dass das absolut störungsfrei läuft. Also es gibt auch keine Aussetzer, keine Kratzer, aber hier muss man natürlich immer von App zu App sehen. Das kann man nicht global für alle Apps sagen, aber meine Erfahrungen sind bisher sehr positiv und ich glaube, mit Pure Piano haben wir jetzt auch heute eine sehr interessante App zum Testen, die, glaube ich, schon ziemlich Eindruck gemacht hat bei uns beiden, ne? Absolut, das kann ich schon mal sagen. Also was da an Sound aus einem iPhone oder iPad kommen kann, finde ich schon grandios. Ja. Das war für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Und ich bin gespannt. Das Spielgefühl ist ja auch eine Frage. Also die App ist ja eigentlich nur die Klangerzeugung. Man hat ja jetzt, wenn man das jetzt mal analog zum Digitalpiano sieht, dann hat man hier nur die Klangerzeugung in dem iPad. Ja. Und was wir brauchen, ist noch eine gute Tastatur. Welche Tastatur spielst du da? Ich spiele quasi jetzt den Rolls-Royce und den MIDI Master Keyboard Tastaturen, nämlich das Kawai VPC1, ein reiner Control, also ein reines Master Keyboard ohne Controller-Funktion, also wirklich nur ein On-Off-Knopf und eine Holztastatur, gewichtet, Dreierpedal dran, Holztasten, echte Holztasten, also ideal, um so eine Klavier-Flügel-Piano-App zu testen. Ja, der kostet ja auch einiges, kostet so 1.300 €. Um mal etwas anderes zu zeigen, habe ich hier ein anderes Keyboard von Nektar, das ist Impact LX88 Plus. Das hat eine viel, viel einfachere Tastatur, aber immerhin 88 Tasten und die sehen so, pianomäßig aus. Aber es spielt sich schon anders darauf. Die sind sehr, sehr leicht gewichtet. Also man kann den Sound kontrollieren. Das geht, aber ich habe mir da eine Dynamikkurve gemacht. Also da habe ich den Dynamikbereich ein bisschen eingegrenzt, um das ein bisschen leichter kontrollierbar zu machen, das Piano. Und das funktioniert dann ganz gut. Also ich kann sehr pianissimo spielen. Ich kann auch reinhauen, das geht auch. Also man kriegt da auch schon richtig Sound aus diesem Piano. Das ist sehr dynamisch spielbar. Ich finde die Dynamik toll. Ja, also ich bin sehr begeistert. Also was mir gefällt, wenn wir mal zum Klang kommen, das ist jetzt das Basis, der Basisflügel, also der Pure, das erste Preset. Und was mir gefällt ist, es klingt sehr gut, aber es klingt nicht perfekt, wie oft die ich weiß, was du meinst. Ne? Es klingt so, wie man es gewöhnt ist, vielleicht wenn man in einem Jazzclub ist, wo ein guter Flügel steht, der wirklich auch sehr gut gestimmt ist, aber halt nie
perfekt, es kann selten perfekt gestimmt sein. Ja, ne? ja, ja. Und das ist genau das, was diese Nuancen oder Genau. es macht diese Realität irgendwie aus. Und das haben sie, finde ich, sensationell gut hinbekommen. Das finde ich auch. Das ist tatsächlich, also wenn du jetzt die einzelnen Töne nimmst, da ist immer so ein bisschen Leben drin. Ja, ja. Das ist nicht so 100% exakt gestimmt. Also diese Unebenheiten, die fehlen mir oft bei Digitalpianos und hier ist es drin. Ja. Das macht es, glaube ich, aus. Und deswegen macht es auch so Spaß zu spielen. Das ist wirklich, also es ist genau das, was du sagst. Also haben sie klasse gemacht und dann ist noch ein anderer Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist, wenn ich jetzt auch so wenn ich auch rhythmische Sachen spiele, es ist wirklich relativ wenig Latenz. Also man kann es sehr knackig spielen. Das ist ja auch so eine Angst bei vielen. Das ist wahr. Es ist eine Latenz und es lässt sich nicht exakt, ne? Und ne, das ist ja vieles auch gerade so bei pianistisch angehauchten Keyboardern. Ich muss sagen, das machen sie sehr gut. Ja? Ich habe jetzt natürlich nicht Uptempo gespielt, Jazz, sage ich mal, jenseits der 250 so, ne? Aber das, was man so normalerweise für den Hausgebrauch spielt, ist sehr knackig, tight. Ja, das Gefühl habe ich hier auch, selbst bei dieser Tastatur. Aber ich habe das eben noch mal nachgeschaut. Ich habe das auf die Buffer Size habe ich bei 128 Samples eingestellt. Das ist schon auch sehr gut. Ja. Eine Besonderheit ist ja hier, wir haben nur eigentlich einen Klaviersound und wenn man den einschaltet, dann ist der eigentlich schon mal so super universal einsetzbar. Ja. Ich finde, damit kann man schon ganz viele Sachen spielen. Aber der Kick an Pure Piano ist dieses Morph Pad. Das ist eigentlich das Hauptbedienfeld und wenn man da halt dieses Morph-Pad bewegt, dann bewegt man sich in die anderen Presets und zum Beispiel reicht einfach, ich mache jetzt einfach mal das Pure nochmal, einfach, dass wir es nochmal hören. Und jetzt bewege ich das in den Bereich Intimate. Da hört man jetzt viel mehr so Nebengeräusche, das Klackern der Mechanik. Ja. Man kann super zart damit spielen. Das finde ich schon mal krass. Es gibt ein Mellow-Piano, da kann ich mich hinbewegen. Für diesen Style, das ist wunderschön. Das lädt natürlich ein, immer wieder neue Sounds auszuprobieren. Auf jeden Fall, ja. Also man kann die krass ändern natürlich, aber auch Nuancen. Wenn ich jetzt in dem Pure Piano bin, das ist sehr, sehr klar und strahlend und ich möchte das ein bisschen weicher haben. Dann kann ich das in Richtung Intimate bewegen. Macht wunderschöne Atmosphäre, dieser Sound. Finde ich ganz toll. Also das klingt eigentlich wie ein hochpreisiges Piano-Plugin für den Rechner, für den Computer zu Hause. Es ist aber tatsächlich eine iOS-App. Ich weiß gar nicht, was der Preis ist. 29 €. Das muss man sich vorstellen. Also das ist eine App, die kostet deutlich weniger als 50 €. Die kann sich jeder leisten. Jeder hat mittlerweile auch ein iPad oder ein Tablet da. Gut, es ist aktuell nur für iOS verfügbar. Aber also was heute möglich ist mit so einem Flügel, ist wirklich erstaunlich. Und diese Möglichkeit, in verschiedene Presets quasi rein zu morphen, wie diese Morph-Funktion ist, das hat es ja so nicht direkt gegeben. Meistens kann man natürlich die Sounds ändern und kann sie anpassen, aber dass man das quasi ganz einfach... Also man hat nicht einfach nur diese einfachen Presets, sondern man kann die überblenden. Man kann also Klang- und Spieleigenschaften von einem anderen Preset in ein ursprüngliches Preset übertragen. So, das finde ich wirklich sehr innovativ gemacht auch. Da gibt es dann auch zum Beispiel Cinematic. Hast du das auch mal ausprobiert?
Cinematic ist tatsächlich so... Das hat so einen super großen Raum. Und dann, wenn man das rüber fährt in Richtung Reverse, dann kommt der Klaviersound nochmal als rückwärts gespieltes Echo dazu. Das finde ich schon grandios. Ja, also es ist natürlich erstaunlich, was man da alles machen kann und auf welche Ideen man dann kommt. Das finde ich schon mal sehr gut. Also es ist einzigartig auf dem iPad auf jeden Fall. Das ist wirklich Innovation. Mich hat natürlich interessiert, wie spielt das noch mit anderen Apps zusammen? Und wenn ich dann zum Beispiel mal Module wieder anmache, Korg Module. Das heißt, vielleicht kurz nochmal für den einen oder anderen, dem es jetzt etwas zu schnell ging, was hast du denn jetzt konkret gemacht? Du hast quasi die Pure Piano App offen. Genau. Und dann noch eine zweite App quasi parallel dazu geöffnet. Genau, die habe ich einfach geöffnet. Das ist jetzt Korg Module und da habe ich von Scarby das EP88M. Wunderschöner Road Sound. Das heißt, das klingt super. Das iPad ist also in der Lage, 2 Audio-Apps gleichzeitig zu erzeugen, klanglich, ohne dass du irgendwelche Dropouts hast, also Aussetzer oder sonst irgendwas. Ja, also ich muss mal nachschauen. In diesem Falle sollte man auf jeden Fall diese Liquid Morph-Funktion ausschalten, weil bei dem Module Pro kannst du ja auch noch Sounds übereinander legen. Also ich könnte jetzt noch sagen, okay, spielen wir das doch einfach mal mit E-Piano und einem Pad. Funktioniert super. Also ich habe jetzt mal vollgriffig auch gespielt, um die Stimmen mal auszulassen. Und das spielt sich einfach super. Ja, also man hat jetzt quasi auch die Möglichkeit, wie man das vielleicht vor noch vielen Jahrzehnten gemacht hat, verschiedene Keyboards oder Racks, Sound Expansion Racks zu kaufen, hat man jetzt die Möglichkeit, das Konzept quasi in die iOS, in die App-Welt zu übertragen. Ja. Und das ist natürlich Hammer, wie das klingt. Und ich meine, man darf, glaube ich, nicht vergessen, von welchen Preisen wir hier reden. Auch eine Korg Module App kostet, sage ich mal, wenn man alle Pakete hat, vielleicht 100, 150 Euro. Also wir sind hier in einem Preisbereich, den sich wirklich jeder leisten kann. Ja? Definitiv. Und das ist für mich eine sehr gute Möglichkeit, zum Beispiel, also empfehlen würde ich es allen, die ihr Digitalpiano, das schon ein paar Tage älter ist, mit neuen Sounds aufzupeppen. So, man hat ja eigentlich eine gute Tastatur, wenn man ein hochwertiges Digitalpiano vor vielen Jahren noch mal gekauft hat und hat vielleicht USB oder MIDI an diesem Gerät, dann kann man mit einem iPad die Sounds doch sehr, sehr stark aufwerten. Also dieser Klaviersound ist wirklich professionell von Pure Piano. Und wie man jetzt sieht, wenn man auch andere Apps dazu nimmt, dann hat man eine Soundwelt dann plötzlich da. Da können so ältere Digitalpianos dann nicht mehr mithalten. Ja, definitiv, ja. Cool. Ja, ich glaube, von Klang und Möglichkeiten sind wir beide begeistert und überrascht. Definitiv. Und also ich finde, das ist ein Tipp für alle, die eine günstige Version, eine günstige Möglichkeit suchen, coole Piano-Sounds zu spielen. Und das mit einem Master-Keyboard oder einem Digitalpiano, wie eben gesagt, tolle Sache. Super. Ich bin auch sehr begeistert. Mein Fazit absolut empfehlenswert. Einfach mal ausprobieren. Für 30 Euro kann man eigentlich nichts falsch machen. Und ich jetzt, sage ich mal, als jemand, der gerne Klavier spielt oder auch vom Klavier kommt, aus dem Jazzbereich, also das ist auch höchsten Ansprüchen definitiv gerecht. Also wir reden hier nicht von einem abgespeckten Plugin, VST-Plugin, sondern das ist schon auch für den professionellen Hausgebrauch durchaus denkbar, dass man das auf einer großen Bühne oder so einsetzt. Ja? Absolut. Ja, können wir so festhalten. Tolle Sache. Super.